Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Kissing Dynamite an, eine Band, die ich vor einiger Zeit schon mal reacted habe. DNA hieß der Song, den fand ich sehr, sehr cool. Und ja, sie haben neues Zeug rausgebracht, dementsprechend gucke ich mir das Ganze jetzt mal mit euch an. Und ja, wenn euch der Song gefällt und ihr Kissing Dynamite bisher nicht kanntet, unten ist wie immer bei mir das Originalvideo hinterlegt. Damit kommt ihr zum Künstler, kriegt weitere Infos. Ansonsten dürft ihr euch natürlich auch sehr gern auf meinen Playlisten und auf meinem Kanal umschauen. Ich reacte hier regelmäßig große Bands, kleine Bands und auch Newcomer, die teilweise nur 50 Abonnenten haben. Einfach um in dieser, ja, manchmal doch recht schwierigen Zeit, in der auch das ein oder andere Konzert mal ausfällt, dem Nachwuchs in meinen kleinen, bescheidenen Möglichkeiten doch ein wenig zu helfen und an Bekanntheit zu gewinnen. Das heißt, ne, wie gesagt, schaut euch gerne um, entdeckt neue Musik und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal Kissing Dynamite an mit Coming Home. It's all for the lust, for the gain. Oh yeah! It's all for the lust, for the I'm coming home.
Ja, cooler Song, coole Rockhymne, würde ich fast schon sagen, kann man sehr gut sich anhören. Ja, komm, lassen wir das einfach mal als Hintergrundbild. Ähm, ja, finde ich, ist doch sehr, sehr cool. Also gefällt mir, weil hat so zwei, drei Aspekte, ist schön ruhig, kraftvoll und dieses, ja, ich sag mal wirklich, dieses Hymnenhafte kann man sich wirklich sehr, sehr gut anhören. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, geht es ein bisschen um den Song dann irgendwie anzukommen. Also nicht zu Hause anzukommen, sondern einfach in so einem gewissen Lebensgefühl, Gemeinschaft, wie auch immer. So genau ist es, glaube ich, nicht betitelt worden. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber das ist so das, was ich halt so rausgelesen habe. Und dazu halt eben dann diese romantischen, also in Anführungszeichen romantischen Busfahrtszenen in der Gemeinschaft ist natürlich cool. Ich denke mir auch in der Realität gibt es diese Szenen, wo man dann einfach wunderbare Tage oder schöne Tage dann im Bus mit der Gemeinschaft verbringt. Ich glaube aber auch, es gibt genau die anderen Tage, wo man dann zum Beispiel, das fällt mir jetzt einfach so ein, nicht direkt auf die Band bezogen, sondern allgemein einfach, dass dieses Bandleben mit dem Bus umhertouren so richtig seine schönen Seiten hat, aber auch wie alle Aspekte im Leben hin und wieder die Schattenseiten hat. Dass wenn du dann wirklich keine Ahnung, den dritten Monat immer noch im Bus mit deinen Leuten unterwegs bist, dass dir dann irgendwann dieser Platz, dieser Bus ist ja wirklich nicht viel Raum und dass dir das dann irgendwann zu eng wird und dass die Leute dann so mal richtig auf den Sack gehen. Das glaube ich auch, aber ich glaube, es gibt halt genauso viele gute und schöne Szenen und ja, fällt mir jetzt einfach nur so ein, ne? Das ist halt wie im Leben. Es gibt immer die schönen Seiten und die schlechten Seiten und wichtig ist, dass man immer versucht, dass die schönen Seiten überwiegen und dass es dann läuft und ja, wer das schon mal hat oder so ein Gefühl, das war genau sowas wie damals in der Schule, so eine Klassenfahrt. Das war einfach was Besonderes, dann irgendwo dahin zu fahren und nochmal irgendwie die Gemeinschaft anders zu erleben, weil man einfach eine ganze Zeit lang zusammen ist. Man hat sonst, also natürlich die Konzerttermine, aber man hat sonst keine Verpflichtungen und man hat wirklich Zeit für sich, um dann vielleicht in aller Ruhe zu, ne, so wie die Jungs Playstation im Bus zu spielen, zu gucken, sich auch mal vielleicht etwas tiefgründiger unterhalten und etc. So, das ist dieser ganze äußere Einfluss ist dann, glaube ich, in diesen Momenten manchmal so ein bisschen ausgeblendet. Ja, und ich glaube, solche Momente sind halt ganz gut. Wie ich schon gesagt habe, ist halt schwierig, wenn das Wochen und Monate lang geht, dann ist das ja kein besonderer Moment mehr. Dann spielt wieder der Alltag rein, aber ja, ich schweife mal wieder ab. Ich hoffe, ich laber nicht zu viel rum. Für euch ganz wichtig, wenn euch der Song gefallen hat und ihr Kissing Dynamite bisher nicht kanntet oder auch kennt, ist egal. Unten ist der Originalsong, den könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken, Band unterstützen. Ansonsten dürft ihr euch natürlich auch gerne bei mir auf dem Kanal umgucken. Wie gesagt, große Bands, kleine Bands, Newcomer, alles rund um die Welt, aus Japan, Australien, Mexiko, Argentinien, Peru und natürlich Europa, Deutschland ist natürlich alles dabei. Schaut euch da gerne um. Mittelalter Rock und Folk, Rock, Celtic, Rock, Metal. Ich versuche immer alles abzudecken. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare noch irgendwelche speziellen Sachen, Wünsche von euch. Und ja, dann sehen wir vielleicht dann die von euch gewünschte Band bald schon hier auf dem Kanal. So, und jetzt bin ich raus, bevor ich mich ganz versabbel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Und ja, ich bin jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemort. Ciao.